Wenn man sich beim Trompetespielen mit der Höhe beschäftigt, kann man das auf unterschiedlichste Art und Weise tun. Eine, die ich euch vor längerer Zeit gezeigt habe, war das Höhentraining mit dem CTS-System. Zur Erinnerung, wir haben hier eine Messskala, an dem Ganzen ist ein Gummischlauch und wir brauchen unser Mundstück. Den Schlauch stecken wir hinten in unser Mundstück rein. Wenn wir jetzt durch unsere Mundhöhle Luft hinausdrücken, das ist kein Lungenbetrieb, sondern wir drücken Luft aus unserer Mundhöhle raus und wir müssen natürlich vorne den Ansatz stark anspannen, damit ich dem Druck auch standhalten kann. Das heißt, dass die Luft nicht entweicht über Nase oder Mundwinkel und dementsprechend haben wir natürlich hier auf der Skala dementsprechend einen Ausschlag. Und jetzt kann ich trainieren, auf dieser Zahl zu bleiben. Das heißt, ich trainiere Ausdauer, das heißt, ich trainiere meinen Körper, diesem Druck gewohnt zu werden und mit diesem eben auch umgehen zu können. Wir machen das auch einmal, ich mache das immer gerne trocken, Mundstück an die Lippe. Und versuchen eben diese Zahl zu erreichen, beziehungsweise eben auch aufrechtzuerhalten. Es wird sich immer mit der Zeit etwas Druck abbauen, das ist ganz klar. Aber immer daran denken, Druck aufbauen, dranbleiben. Das ist wichtig. Natürlich ist es umso entscheidender, wenn wir mit dem CTS-System trainieren, dass wir das Ganze auch auf unsere Trompete übertragen. Das heißt, einmal den CTS auf die Seite. Dieses Compression Training System brauchen wir zum Trainieren. Jetzt kommt der Übertrag auf die Trompete. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass wir nicht aus der Lunge herauspusten, sondern dass wir auch wieder aus der Mundhöhle diese Töne entstehen lassen. Das heißt, jetzt ist es natürlich etwas anders, weil die Trompete lässt ja Luft durch. Das CTS-System, das misst den Druck, das heißt, dort entweicht keine Luft. Dementsprechend natürlich hier drauf aufpassen, dass man die Lippen fest zusammenhält und Druck entstehen lässt, der eben dann vorne durch die Lippe entweicht. Ihr könnt euch auch jederzeit ein Stimmgerät auf die Seite stellen, damit ihr seht bzw. ablesen könnt, welche Frequenz ihr erzeugt und welche Tonlage das im Endeffekt wäre. Los geht's! Da müssten wir jetzt ungefähr beim gespielten F bzw. Fis und G gewesen sein. Je nachdem, wie man es eben gewohnt ist, kann man natürlich auch den Druck etwas länger aufrechterhalten und hat dann auch die Möglichkeit, in der Feinanstellung noch etwas einzugreifen. Und ihr habt auch gehört, meine Frequenz wurde höher. Da, wieder, und dann waren wir oben beim klingenden F bzw. gespielten G3 auf der B-Trompete eben. Wir machen es noch einmal. Und dann ist es auf jeden Fall das G3, das wir hier erreicht haben. Also, CTS-Trainingssystem, sehr gute Angelegenheit, um eben seinen Körper, seine Fähigkeiten auszubauen, trainieren und diese natürlich nicht missen, aufs Instrument zu übertragen. Denn letztendlich geht es ja darum, dass wir unser Trompetespielen verbessern. Mit dem CTS kann man auf unterschiedlichste Art und Weisen trainieren, mit dem Mundstück, aber es gibt auch noch einen Stift, mit dem man trainieren kann. Ich mache es immer gerne am Mundstück, weil eben das näher ist an unserem Ansatz, beziehungsweise man hat auch noch mehrere Faktoren beim Stift. Da geht es um die Kontraktion der Lippen, also die Muskulatur, die dazu packt und eben dem Druck standhält. Probiert es aus, was für euch am besten funktioniert und übertragt es auch auf die Trompete. Lest am Stimmgerät ab, in welchem Tonbereich ihr euch aktuell befindet und dann habt ihr auf jeden Fall das Bewusstsein, okay, seht mal, ich habe es ausgebaut, ich komme jetzt schon weiter nach oben. Es ist natürlich noch kein Ton auf der Trompete, das ist klar, aber wir sind ja in einem Trainingsprozess, das heißt, wir verbessern unsere Fähigkeiten, damit eben am Ende das Endprodukt Ton erreicht wird. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders und schreibt in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit dem CTS-System gemacht habt und ob ihr schon einen Schritt weiter bei eurem Höhenausbau gekommen seid. Wie gesagt, bis nächste Woche, ciao, euer Nico.